Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein süßes kleines Mädchen, das von allen, die sie sahen, geliebt wurde, besonders von ihrer Großmutter. Die Großmutter liebte sie so sehr, dass sie ihr alles geben würde. Eines Tages schenkte sie ihr ein kleines rotes Samtmützchen, das so gut zu ihr passte, dass sie beschloss, es immer zu tragen. Deshalb nannte man sie Rotkäppchen. Eines Tages sagte ihre Mutter zu ihr: »Komm her, Rotkäppchen. Ich habe ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein für dich, die du deiner Großmutter bringen sollst. Sie ist krank und schwach, und das wird ihr helfen, sich besser zu fühlen. Geh los, bevor es zu heiß wird, und sei vorsichtig, wenn du gehst. Verlasse den Weg nicht. Wenn du das tust, könntest du fallen und die Flasche zerbrechen, und dann bekommt deine Großmutter nichts. Vergiss auch nicht, wenn du in ihr Zimmer gehst, guten Morgen zu sagen, und schau dich nicht überall um, bevor du das tust. Ich werde sehr vorsichtig sein, sagte Rotkäppchen und versprach es ihrer Mutter. Die Großmutter lebte im Wald, etwa eine halbe Meile vom Dorf entfernt. Als Rotkäppchen den Wald betrat, traf sie einen Wolf. Rotkäppchen wusste nicht, wie böse er war, und hatte keine Angst. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sagte der Wolf. »Danke, lieber Wolf«, antwortete sie. »Wohin gehst du so früh, Rotkäppchen?«, fragte der Wolf. »Zu meiner Großmutter«, antwortete sie. »Was hast du in deiner Schürze?«, fragte der Wolf. »Kuchen und Wein. Ich habe gestern gebacken, damit meine kranke Großmutter etwas Leckeres hat, um wieder stärker zu werden«, sagte Rotkäppchen. »Wo wohnt deine Großmutter?«, fragte der Wolf. »Ein gutes Stück weiter im Wald. Ihr Haus steht unter 3 großen Eichen mit einigen Haselnusssträuchern darunter. Das musst du kennen«, antwortete Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: »Was für ein süßes kleines Mädchen. Sie wird eine viel bessere Mahlzeit sein als die alte Frau. Ich muss clever sein, um beide zu fangen.« So ging er eine Weile neben Rotkäppchen her und sagte dann: »Sieh mal, Rotkäppchen, wie schön die Blumen hier sind. Warum schaust du dich nicht um? Ich wette, du kannst die kleinen Vögel nicht hören, die süß singen. Du gehst so ernsthaft, als ob du zur Schule gehst, während alles andere im Wald glücklich ist.« Rotkäppchen schaute auf, und als sie die Sonne sah, die durch die Bäume schien, und die schönen Blumen überall, dachte sie, vielleicht sollte ich ein paar Blumen für die Großmutter pflücken. Das würde ihr auch gefallen. Es ist noch früh, also habe ich Zeit. So lief sie vom Weg in den Wald, um Blumen zu suchen. Jedes Mal, wenn sie eine pflückte, sah sie eine noch schönere weiter weg und lief hinterher, immer tiefer in den Wald hinein. Unterdessen lief der Wolf direkt zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. »Wer ist da?«, fragte die Großmutter. »Rotkäppchen«, antwortete der Wolf. »Ich habe Kuchen und Wein. Bitte öffne die Tür.« »Heb den Riegel hoch«, rief die Großmutter. »Ich bin zu schwach, um aufzustehen.« Der Wolf hob den Riegel hoch, und die Tür öffnete sich. Ohne ein Wort zu sagen, ging er direkt zum Bett der Großmutter und fraß sie auf. Dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Mütze auf, legte sich ins Bett und zog die Vorhänge zu. Rotkäppchen hatte inzwischen Blumen gepflückt. Als sie schließlich genug gesammelt hatte, um sie tragen zu können, erinnerte sie sich an ihre Großmutter und machte sich auf den Weg zu ihrem Haus. Sie war überrascht, die Tür des Häuschens offen zu sehen, und als sie eintrat, verspürte sie ein merkwürdiges Gefühl und sagte zu sich selbst: »Oh je! Heute fühle ich mich unwohl. Normalerweise freue ich mich, bei der Großmutter zu sein.« Sie rief: »Guten Morgen«, bekam aber keine Antwort.
Also ging sie zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag ihre Großmutter mit der Mütze tief über das Gesicht gezogen und sah sehr seltsam aus. »Oh, Großmutter«, sagte sie, »was für große Ohren du hast.« »Damit kann ich dich besser hören, mein Kind«, antwortete der Wolf. »Aber Großmutter, was für große Augen du hast«, sagte sie. »Damit kann ich dich besser sehen, mein Liebling«, antwortete er. »Aber Großmutter, was für große Hände du hast«, sagte sie. »Damit kann ich dich besser umarmen«, sagte der Wolf. »Oh, aber Großmutter, was für einen schrecklich großen Mund du hast«, rief sie. »Damit kann ich dich besser essen«, fletschte der Wolf. Sobald der Wolf dies sagte, sprang er aus dem Bett und verschlang Rotkäppchen ganz. Nachdem der Wolf gegessen hatte, legte er sich wieder ins Bett, fiel in einen tiefen Schlaf und begann laut zu schnarchen. Ein Jäger kam gerade am Haus vorbei und dachte, wie laut die alte Frau schnarcht. Ich sollte nachsehen, ob sie etwas braucht. Er ging ins Zimmer und sah den Wolf im Bett liegen. »Bist du das, du alter Sünder?«, sagte er. »Ich habe dich gesucht.« Gerade als er im Begriff war, den Wolf zu erschießen, erinnerte er sich, dass der Wolf die Großmutter gefressen haben könnte und dass sie vielleicht noch gerettet werden konnte. Also schoss er nicht, sondern nahm eine Schere und begann, den Bauch des Wolfes aufzuschneiden. Nachdem er 2 Schnitte gemacht hatte, sah er Rotkäppchen darin leuchten. Er machte 2 weitere Schnitte und Rotkäppchen sprang heraus und rief, »Oh, ich hatte so viel Angst.« Es war dunkel im Wolf. Dann kam auch die Großmutter heraus, lebendig, aber kaum in der Lage zu atmen. Rotkäppchen holte schnell große Steine und füllte den Bauch des Wolfes damit. Als der Wolf aufwachte und versuchte zu fliehen, waren die Steine so schwer, dass er tot umfiel. Dann waren alle 3 glücklich. Der Jäger nahm die Haut des Wolfes mit nach Hause, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und sie begann sich besser zu fühlen. Aber Rotkäppchen dachte bei sich, ich werde niemals wieder den Weg verlassen und in den Wald gehen, wenn meine Mutter mir gesagt hat, das nicht zu tun. Es geschah auch, dass einmal, als Rotkäppchen wieder Kuchen zu ihrer Großmutter brachte, ein anderer Wolf sie ansprach und versuchte, sie vom Weg abzubringen. Doch Rotkäppchen war vorsichtig und ging geradeaus weiter. Sie erzählte ihrer Großmutter, dass sie einen Wolf getroffen hatte, der »Guten Morgen« gesagt hatte, aber so böse ausgesehen hatte, dass sie sich sicher war, er hätte sie gefressen, wenn sie nicht auf dem öffentlichen Weg gewesen wäre. »Nun«, sagte die Großmutter, »wir werden die Tür schließen, damit er nicht hereinkommen kann.« Kurz darauf klopfte der Wolf und rief, »Öffne die Tür, Großmutter!« »Es ist Rotkäppchen, und ich bringe dir Kuchen«, aber sie antworteten nicht und öffneten die Tür nicht. Der Wolf lief ein paar Mal um das Haus und sprang dann auf das Dach, mit dem Plan zu warten, bis Rotkäppchen abends nach Hause ging, damit er ihr heimlich folgen und sie im Dunkeln fressen konnte. Aber die Großmutter sah, was er plante. Vor dem Haus stand ein großer Steintrog, also sagte sie zu Rotkäppchen, »Nimm den Eimer, Rotkäppchen. Ich habe gestern Würstchen gekocht, damit du das Wasser vom Kochen in den Trog tragen kannst.« Rotkäppchen füllte den Trog mit Wasser. Der Geruch der Würstchen erreichte den Wolf, und er schaute hinunter, streckte seinen Hals so weit, dass er das Gleichgewicht verlor und vom Dach in den Trog fiel, wo er ertrank. Rotkäppchen ging glücklich nach Hause, und niemand versuchte jemals wieder, ihr zu schaden. Super gemacht! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.